Faszinierend an dem Auto ist halt, dass es ein sehr altes Auto ist und einfach eigene Gerüche hat, Geräusche hat und einfach eine eigene Handhabung hat. Du kannst ja nicht rein sitzen wie in einem neuen Golf, einen Schlüssel drehen und losfahren und nach einer Minute wird die Klimaanlage kühl und die Sitzheizung läuft. Das hast du bei so einem Auto nicht. So ein Auto lebt, das springt jeden Tag anders an. Manchmal braucht es ein bisschen länger, manchmal geht es ein bisschen schneller und dann wird er mal ein bisschen später warm und lauter solche Sachen. Das geht schon los, wenn du die Tür aufmachst. Dieses Klacken, wenn dieses Türschloss einfach aufspringt, wie so eine alte Kühlschranktür in irgendeinem Lagerhaus. Dann weißt du genau, okay, jetzt reden wir von einem alten Porsche. Und dann geht es halt weiter, wenn du links den Zündschloss reinsteckst und dann drehst und das Geräusch kommt von hinten, nicht von vorne. Und das ganze Auto wackelt und schüttelt sich und streckt sich erstmal, bis er mal warm gelaufen ist. Und dann weißt du, okay, jetzt geht's gleich rund. Und dann fährst du aus dem Dorf hinaus und an der Tür hast du ein bisschen ein Windgeräusch und das Getriebe mit dem kalten Öl läuft einfach nur ein bisschen zäh. Und irgendwann kommt er dann zum Leben und nach einer Viertelstunde kannst du das erste Mal durchladen und volle Drehzahl fahren und dann weißt du, okay, jetzt bin ich am Leben. Ja, servus miteinander, ich bin der Hannes, ich komme aus dem Allgäu, wohne ganz dicht an der Grenze zu Österreich und wollte euch heute vorstellen meine Mona, ein Porsche 911 Typ 964. Also wir haben hier einen Porsche 911 Typ 964, Baujahr 89, also ganz frisch, 30 Jahre alt geworden, ein Oldtimer. Ein 3,2 Liter, 6-Zylinder, luftgekühlter Boxer im Heck verbaut, mit einem 5-Gang-Schaltgetriebe und einer deutschen Auslieferung. Also meinen allerersten Berührungspunkt mit einem Porsche 911 hatte ich als ganz kleinen Bub. Und zwar hat ein Kumpel von meinem Papa hatte eine 964 Turbo. Und eines Tages war der bei uns auf Besuch und hat gesagt, hey Bob, wie sieht's aus? Willst du mal mitfahren? Und ich so als kleiner Jungspund sage, ja klar, fahren wir mit dem Porsche mit, alles gut. Dann haben die zwei Agenten mich da auf den Beifahrersitz geschnallt. Ich war noch so klein, ich konnte nicht richtig rausgucken. Und dann sind wir losgefahren. Und nach ein paar Minuten hat es plötzlich einen riesen Schlag getan und ich dachte mir, oh Scheiße, jetzt haben wir einen Unfall gehabt oder irgendwas war los. Mich hat so in den Sitz reingedrückt, aber ich habe mich total geirrt, weil 964 Turbo, das Turboloch war durch und dann haben wir erstmal richtig beschleunigt. Und ich war total fasziniert, wie ein Auto so beschleunigen kann. Und nach ein paar Minuten waren wir wieder da und ich bin da sprachlos ausgestiegen und dachte mir nur, wow, also wenn du mal groß bist und es mal geschafft hast im Leben und alles auf den Weg gebracht hast, dann kaufst du mal so ein Geschoss. Und das war mein erster Kontakt mit einem Porsche 911. It's the coldest hand that run down this land where the ocean lands. It's the tallest sound, the damn smallest crowd, but their hearts break loud. Far from ever feeling lost with me. Ja, also das Auto aufzutreiben war gar nicht so einfach. Erst einmal ging es los nach Hausbau und Hochzeit. Irgendwann kam das Thema Porsche überhaupt mal wieder zurück ins Leben und in den Alltag. Und als die Kohle dann beieinander war, habe ich dann angefangen, mich da so ein bisschen neu zu lesen und mich zu informieren. Und was kauft man und was darf man nicht kaufen. Und einfach, worum geht es bei der Sache? Dass ein 964 wird, das war eigentlich von Anfang an klar, weil mir einfach die Form super gefällt. Und nach einigen Büchern und Telefonaten und Internetrecherchen war einfach klar, ich wollte ein schwarzes Auto, weil ich schwarz einfach super finde, mit einer schwarzen Innenausstattung. Wichtig war mir eben ein Schaltgetriebe und eine Klimaanlage. Da dachte ich mir, okay, jetzt hast du deine 4, 5 Eckpunkte, da kann ja nicht viel schief gehen. Gehst du auf Mobile und kaufst dir so ein Auto. Ja, denkst du,
Dieses Auto so hat nicht existiert, weil mit einer deutschen Auslieferung in meinem Budget war einfach keins vorhanden. Und die Wochen vergingen und die Monate vergingen und irgendwann dachte ich mir, okay, du kriegst kein so ein Auto, weil die waren gelb, die waren grün, die waren rot, die waren bunt ohne Ende. Ich wollte einfach nur schwarz haben und es war einfach nicht machbar. Und dann habe ich mich so ein bisschen durchs Internet gewühlt und habe über einen Kumpel eine Einladung gekriegt von so einem Porsche-Forum, wo so die Jungs ein bisschen drin sind, die selber schrauben, die auch mal was tiefer legen oder mal dickere Felgen fahren oder sonst was. Weil der normale Porsche-Fahrer findet es nicht so gut, wenn mal jemand da kommt und ein bisschen an dem Auto rumschraubt. Und dann habe ich dem geschrieben, hört's zu Jungs, ich habe die Kohle, ich suche so ein Auto, vielleicht weiß ja irgendjemand ein Fahrzeug, was irgendwo rumsteht. Okay, was ist passiert? Gar nichts ist passiert. Die Monate sind vergangen, kein Mensch hat sich gemeldet. Ich dachte schon, okay, ja dann lässt es halt bleiben. Dann baust halt nochmal ans Haus an oder fährst in Urlaub oder scheißegal. Und eines Tages schreibt mir ein junger Mann, per Facebook war das damals, er hätte so ein Fahrzeug und es wird bei ihm in der Garage stehen und es gehört seinem Papa und der Papa ist aber verstorben und da wären sogar zwei da und einer wäre schwarz und ein Schalter und ein Deutscher und eine schwarze Lederausstattung. Und sage ich, ja klar, du hast so ein Auto für mein Budget in der Garage stehen. Der mir, okay, weiß der nicht, was der dir erzählt, Internetschwätzer gibt es viele, lass dir mal Bilder schicken. Hat er mir echt Bilder geschickt, da weiß der auch noch nicht, okay, von was reden wir jetzt? Ist das echt, ist das nicht echt? Weiß der nicht. Alles klar. Sag ich, okay, alles auf eine Karte, wir fahren dahin und gucken uns das Auto einfach an. Und dann bin ich mit meiner Frau dahin gesaust und dann geht das Hallentor auf. Ja, und da stand er dann. Und dann war es eigentlich schon Liebe auf den ersten Blick, muss ich sagen. Ja, so bin ich an das Auto gekommen. Ja genau, so war das. Also Auto gefunden. Ich habe mir das vor Ort dann angeschaut, war eine echte Baustelle, also stand sehr, sehr lang, wurde wenig bewegt. Motor lief nicht gut, aber er ist wenigstens mal gelaufen, okay, war soweit eigentlich ganz dicht. Probefahrt konnte man machen, aber Bremse ohne Funktion, Getriebe komisch geschalten, also alles, was man eigentlich so nicht machen sollte, wenn man so ein Auto kauft. Aber der Preis war okay. Und ich hatte noch echt viel Budget übrig, dass man restaurieren kann. Und es war ja eh klar bei so einem alten Auto, dass man da einfach nur ein bisschen Hand anlegen muss. Ich habe gesagt, okay, bist gelernter Mechaniker, wirst du schon auf den Weg bringen. Kann ja kein Hexenwerk sein. Also nochmal heim, Hänger geholt, Kohle auf den Tisch, Auto verladen und dann zu uns ins Allgäu geholt. Genau, so war das damals. Ja, so ging es dann weiter, im Auto daheim mal auf die Bühne, Räder runter, mal so weit durchgeschaut und dann hat sich so das ganze Elend eigentlich offenbart. Bremssättel fest, Bremsen herunten, alle Gummis porös, alles alt, eben alles verschlissen. Eben ein altes Auto, was lang gestanden ist. Also ging es los, alles zerlegt, alles überholt, alles erneuert, um einfach für das Auto TÜV zu bekommen, weil es hatte einfach keine aktuellen Papiere mehr. Das hieß Vollabnahme. Und damit musste eben alles funktionieren. Also ein Cut musste nachgerüstet werden, da war nur ein Rohr drin und ein kompletter Kundendienst und solche Sachen eben. Und einige Monate später war es dann soweit, Auto läuft, Auto bremst, alle Lichter gehen, wir versuchen mal beim TÜV eine Plakette zu bekommen. Und dann sind wir eben dahin gesaust und der TÜV-Prüfer fand das so alles ganz lustig und hat es auch gemacht. Und dann haben wir es geschafft, okay, wir haben den Porsche soweit mal zugelassen, dass man wenigstens mal fahren kann. Und dann bin ich das Auto mal ein halbes Jahr im Originalzustand gefahren, um zu gucken, was macht er, wie verhält er sich, wo muss man nochmal Geld investieren, weil eben der erste Gedanke war, wir machen ihn technisch fit, bevor die Optik kommt. Die Monate vergingen und irgendwann war es dann soweit, dass wir haben eben diese H-Zulassung bekommen können. Da dachte ich mir, okay, das machst du Lino, bevor du viel umbaust, holst du den Stempel noch und bist einfach auf der sicheren Seite. Also zurück zum TÜV, das gemacht, der hat ihn durchgeschaut, fand ihn total schön, war echt ein Fan von dem Auto und innerhalb einer halben Stunde war auf dem Auto ein H. Das war so der nächste Meilenstein, was mir einfach wichtig war, weil ich eben einen Oldtimer haben wollte. Kurze Zeit später ging es dann eben weiter, okay, Auto fährt, Auto ist zugelassen, soweit alles in Ordnung, ist noch ein bisschen Geld übrig, jetzt können wir mal ein bisschen an der Optik arbeiten. Ja. Und da wieder so ein bisschen neigelesen, was kann man machen, was kann man für Räder fahren, wie tief kann man das fahren, was für Reifen. Ich habe ja ein C4, das heißt ein Allradauto, da muss man mit dem Abrollumfang ein bisschen aufpassen.
Und das Internet war da echt hilfreich, weil es gibt da echt Spezialagenten, die wissen, von was sie reden und die man auch fragen kann. Und die konnten mir dann weiterhelfen, was machbar ist, was Sinn macht und was natürlich dann auch gut aussieht, ganz klar. Die erste Arbeit, die dann passiert ist, war, dass vorne die Blinkerleiste rausgeflogen ist. Da waren so ganz alte weiße Blinker drin, das auf orange umgerüstet und dann eine Bremsenkühlung eingebaut, weil mir das einfach von der Optik her total gut gefallen hat. Natürlich die Fahrzeughöhe war ein Riesenthema, also mein Kumpel Alois angerufen von AH Exklusive, sag ich, du hör zu, ich brauche ein Fahrwerk, ich habe einen 911er, ich habe H-Zulassung, bring mal da irgendwas hin. Dann sagt er, kein Problem, H&R hat sowas, er macht mir was fertig, schickt es mir rüber, alles gut. In dem Zuge natürlich dann noch gleich Domlager mit erneuert, die Gummis mit erneuert, alles was man halt so macht. Und da merkt man dann wieder, dass man einen Porsche fährt, weil da kosten 4 Domlager so viel wie beim VW Golf ein ganzes Fahrwerk. Aber es hilft ja nichts, da muss man durch, man macht es einmal, man macht es gescheit, also Fahrwerk raus, alles neu, alles gut. Fahrwerk war dann drin, sah super aus, aber du fährst halt immer noch auf diesen 16 Zoll Original Porsche Rädern rum. Ja, dann ging es eben um die Räder. Was machst du, was können wir fahren, was können wir tun? Ich habe mich dann im Internet wieder ein bisschen informiert und ging dann relativ schnell, dass ich wusste, welche Größe, welche Breite. Die Originalräder, die ich mir eigentlich vorgestellt habe, sind leider sehr, sehr teuer und sehr, sehr selten. Also habe ich mich umgeschaut, hey, da gibt es das Ding als Nachbau irgendwie, einfach, dass ich die Optik erhalten kann, zu einem Preis, wo ich sage, okay, der liegt in meinem Budget. Ich habe dann auch einen Radsatz gefunden, eben wieder über das Porsche Forum bei den Verrückten. Der hat einen gehabt, er macht den runter, da waren Räder drauf, alles gut. Ich sagte, okay, den gönne ich mir jetzt, habe den draufgesteckt. Dann ist aufgefallen, okay, da sind die falschen Gummis drauf. Er hat C2, also Hecktriebler, ich habe C4 als Allrad, okay, also müssen wir wieder Gummis tauschen. Und so kommt da halt einfach eins zum anderen. Ich habe dann bei meinem Kumpel Mehmet angerufen, das ist der Besitzer von Premium Reifen in Mindelheim, der hat gesagt, du komm vorbei, wir machen dir die richtigen Räder drauf, müssen noch gescheite Achsvermessung machen und dann bringen wir das in den Griff. Ja, gesagt, getan, dorthin gefahren, alles eingestellt, alles gut. Und dann war ich eigentlich mit dem Auto schon sehr zufrieden. Er hatte TÜV, er ist gefahren, er sah optisch ganz gut aus und dachte mir, okay, jetzt ist er eigentlich fast fertig. Ich hatte noch so einen kleinen Gedanken. Ich habe immer geträumt von einem Überrollbügel mit Kreuz hinten drin, weil wenn du einfach die Porsches fahren siehst und durch die Scheibe reinschaust, siehst du immer dieses Kreuz und das wollte ich einfach haben. Und dachte mir, okay, jetzt hast du H-Zulassung, Oldtimer, alles nicht so einfach, lässt sich sowas überhaupt realisieren? Also wieder zurück zum TÜV. Sagt, du hör zu, ich habe das und das vor. Und sagt er, ja, es gibt von Wichers da einen Käfig, da kriegst du H-Zulassung, den kannst du reinschrauben. Wenn du das so und so machst, kriegen wir das hin. Das ist auch so ein Tipp von mir an jeden, der Autos umbaut. Fahrt erst zum TÜV, sprecht mit den Menschen, was habt ihr vor, was sind eure Pläne? Und dann steht einer legalen Eintragung gar nichts mehr im Weg. Also Käfig bestellt, was heißt Käfigbügel, reingeschraubt, sieht super aus, eingetragen, alles gut. Ja, da stand das Auto im Hof und dachte mir, okay, jetzt ist fertig. Jetzt hast du dir deinen eigenen 911er gebaut. Dein Traumauto, von dem du immer geträumt hast. Das erste Teil, was ich für das Auto gekauft habe, war das Momo-Lenkrad. Das hatte ich schon, bevor ich das Auto überhaupt besessen habe. Es gibt eben von Momo so eine Sonderserie mit so einem gefrästen Porsche-Schriftzug und ich habe das Lenkrad gesehen und dachte mir, okay, das gönnst du dir, unendlich teuer. Und dachte mir, komm, wenn du mit dem Auto fährst, schaust du immer auf das Lenkrad, das muss einfach sein. Und das lag dann bei mir ewig in der Schublade, weil ja noch kein Auto da war. Und das war so das erste Teil, was an dem Auto wirklich geändert worden ist. Das alte 80er Jahre Lenkrad flog raus und es hat das neue Porsche Motorsport Lenkrad bekommen. Heutzutage ein Vermögen wert. Ich bin Glück, dass ich das, zum Glück habe ich es damals noch relativ günstig erstehen können, heute nicht mehr zu bekommen. Ja, wie vielleicht der ein oder andere schon gesehen hat, auf der Heckscheibe hinten klebt ein Schriftzug und zwar Mona. Jetzt ist die Frage, was bedeutet das? Wo kommt es her? Ich glaube, die meisten Menschen kennen das Bild der schönen Frau, die immer lächelt, das in Paris im Louvre hängt, die Mona Lisa.
Und ich vergleiche dieses Bild gern mit meinem Auto, weil es ist einfach für mich ein Kunstwerk, was kein Mensch braucht, aber jeder haben will. Und das finde ich einfach gut. Und daher kommt eben Mona. Also eins der besten Sachen an dem Fahrzeug für mich persönlich ist, dass es einfach im Alltag oder bei den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Es kommt einfach positiv an. Es ist ein alter Porsche. Meiner Meinung nach kommt es nicht prollig rüber oder blöd oder wie wenn man mit irgendeinem lauten BMW durch die Stadt fährt und jeder die Augen verdreht. Du rollst mit dem Fahrzeug an die Ampel hin, jeder grinst, jeder lacht, jeder winkt, jeder Papa sagt, wow, cool, Bub, schau mal, Porsche, luftgekühlt, hätte ich damals auch wollen oder habe ich mal besessen und hätte es nicht verkaufen sollen und die üblichen Geschichten einfach. Und das macht mir einfach Spaß. Du kannst überall vorfahren mit diesem Fahrzeug und alle sind glücklich und alle sind happy und keiner schimpft und keiner meckert. Und im Neidland Deutschland ist es echt selten. Und das macht mir an dem Auto richtig Spaß. Ja, bedanken. Bedanken ist ein Riesenthema, weil die Liste der Menschen, die da mitgewirkt haben, ist sehr, sehr lang. Das geht los mit der Firma Schaurig und der Firma Niga, die mich permanent mit Zugfahrzeugen, Anhängern und sonstigen Utensilien versorgt haben, weil so ein altes Auto bleibt immer mal stehen, das musst du immer mal heimholen, da ist immer was los und ein Anruf und die Jungs waren da und haben mir geholfen, egal zu welcher Uhrzeit, und da bin ich richtig dankbar dafür. Dann möchte ich danken meinem Ex-Chef, dem Manu von der Firma 11 Munich, der mir einfach mit Rat und Tat immer zur Seite gestanden ist und sagt, du, da läuft was raus und die Schraube kriege ich nicht auf und wie macht man das und was ist denn da los? Ja, mein altes Auto halt. Und der hat mir echt weitergeholfen, dass ich das Auto zügig auf die Straße bringe. Das war super. Herzlichen Dank nochmal dafür. Wem möchte ich noch danken? Ja, dem Alois von AHA Exklusive, der meine spannenden Ideen Tag und Nacht immer wieder aushält und meine WhatsApp liest und meine Bestellungen aufnimmt und nie die Augen verdreht und eigentlich alles möglich macht. Das finde ich super. Also wer irgendwas braucht, was spezial ist und was nicht direkt von der Stange ist, ruft es beim Alois an. Der hat echt für jedes Problem eine Lösung. Das finde ich super. Und im gleichen Atemzug Manfred Mehmet, eben wie gesagt vom Premio-Reifen in Mindelheim. Nichts ist unmöglich, also geht nicht, gibt's nicht. Und da kannst du hinfahren, der kümmert sich, der nimmt die Idee auf, der macht einfach weiter und da wird bis zur letzten Kugel gekämpft. Und das rechne ich ihm ganz, ganz hoch an, ganz klar. Und den allergrößten Dank, der geht an meine Frau, und zwar an die Sarah, die mich seit 10 Jahren jetzt aushält und das alles mitmacht und immer mit dabei ist und alles unterstützt und einfach, ja, hinter mir steht. Egal mit welcher depperten Idee ich wieder komme. Sie ist dabei, die sagt, du, wenn du das machen willst und du das gerne hast und dich das glücklich macht, tu's. Das Leben ist kurz, genieß den Tag, genieß den Augenblick, sei dankbar und sei einfach glücklich, dass wir gesund sind und uns das leisten können. Und dafür ein ganz, ganz großes Dankeschön. So, ja, jetzt sind wir schon wieder am Ende von dem Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Hat mich gefreut, dass ich auf dem Kanal meine Mona zeigen darf. Was mich interessieren wird, schreibt es bitte in die Kommentare. Wie gefällt euch das Auto? Was würdet ihr anders machen? Konstruktive Kritik ist immer willkommen. Haut es raus, sagt mir eure Meinungen, positiv wie negativ. Ich bin dafür alles offen. Ich weiß, so ein Porsche-Umbau ist immer ein heißes Thema und da geht es in verschiedene Richtungen, was die Menschen gut und schlecht finden. Deswegen würde es mich sehr interessieren, ob ihr mit dem, was ich so mache, happy seid und ob ihr das gut findet oder ob ihr sagt, nee, hört zu, das müsst man ganz anders aufziehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Like da und einen Daumen nach oben da. Und es wäre ganz, ganz lieb, wenn ihr einfach auf der Sauerkraut-Seite mal vorbeischaut, die Jungs unterstützt, weil das ist eine super nette Truppe. Und ja, vielen Dank für alles. Abonniert den Kanal, schreibt es in die Kommentare und ich wünsche euch was. Vielen Dank, macht es gut. Für Gott. Ciao. It's the coldest hand that run down this land where the ocean lands. It's the tallest sound, the damn smallest crowd, but their hearts break loud.